Hey, ich bin Pascal, Regisseur und Produzent bei Ettenfahrt und auch derjenige, der Schlussstrich geschrieben hat. Ja, und ich bin Tobi, DOP bei Ettenfahrt und ihr seht jetzt das Schlussstrich Deconstructed. Ja, ich hänge nur im Stu, Bag ist ziemlich luftig, hänge mit den Goons, ziehe keinen Schlussstrich, ja mir geht es gut. Denn ich muss nichts, traurig bist nur du, zieh mir hier den Schlussstrich, ich hänge nur im Stu, Bag ist ziemlich luftig, hänge mit der Crew, ziehe keinen Schlussstrich, ja mir geht es gut. Denn ich muss nichts, traurig bist nur du. Weißt du noch, wie Schlussstrich angefangen hat? Nein, erzählst du es mir. Also, es war so, ich habe so ein Beat gefunden auf YouTube von Mango und dann ist mir direkt das Lied drauf eingefallen, aber lange Zeit hatten wir ja keine mögliche Musikidee dafür. Und ich weiß gar nicht, wer von uns beiden, aber wir irgendwann im Juli haben wir gesagt, wir wollen wieder ein großes Musikvideo machen, großer Cast, viel Aufwand. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben irgendwie diese Geschichte geschrieben. Ja, und ich weiß, wir haben damals mit einem Pitch angefangen. Das war eigentlich nichts anderes als eine PowerPoint-Präsentation. Da wir es ja ein bisschen größer machen wollten, um den Leuten einfach zu zeigen, was wir vorhaben und die Leute quasi zu überzeugen, da mitzumachen. Ja, und ich glaube, Pascal und ich hatten schon relativ früh eine relativ ähnliche Idee, wie das Video aussehen soll. Und wir sind, was diesen visuellen Stil angeht, auch nicht sonderlich abgewichen. Wie ein Cartoon quasi wollten wir das Ganze wirken lassen. Unsere großen Inspirationen waren da so Musikvideos wie Crackerbox Palace von George Harrison oder Babushka Boy von A$AP Rocky. Was die Kamera angeht, habe ich mich dafür entschieden, sie sehr ruhig und kontrolliert zu halten. Habe auch für dieses Projekt dann einen eigenen Kameradolly gebaut aus einfach einem Brett Holz und alten Inline-Skate-Rollen, der erstaunlich gut funktionierte und der hat auch tatsächlich sehr das visuelle Bild von dem ganzen Video geprägt, weil ich glaube, den haben wir in so gut wie jedem Shot auch eingesetzt. Und diesen Kameradolly haben dann Pascal und ich auch ausprobiert und an demselben Tag ist auch dann der erste, ich sag mal, Pre-Production-Shot entstanden. Und zwar haben wir auf seiner Terrasse den Dolly aufgebaut mit der Kamera, die wir uns ja neu geholt haben. Und haben dann quasi den ersten Testshot gemacht. Und dann haben wir auch noch einen Location Scout an der Hauptlocation, das war das Tonstudio gemacht und da haben wir eben auch die Shots nochmal, natürlich ohne das ganze Equipment, aber Einfach ein bisschen ausprobiert, die Kamera in die Hand gehalten und in der Gegend rumgeschwenkt, um zu schauen, wo man am besten die Leute platziert und wie man am besten das Licht platzieren kann. also wir blenden es euch mal hier schnell ein und dann könnt ihr sehen, wie die Unterschiede sind. Ich hänge mit den Goons, ziehe keinen Schlussstrich, ja mir geht es gut. Denn ich muss nichts, traurig bist nur du, zieh mir hier den Schlussstrich, ich hänge nur im Stu, Berg ist ziemlich luftig, hänge mit den Im Goons. Vorfeld zu dem Videodreh habe ich auch noch einen Lichttest, einen Licht-Setup-Test quasi durchgeführt. Wir haben bei dem Scout eben die Location ausgemessen, das Studio. Und ich habe dann zu Hause im ähnlichen Rahmen quasi die Lichter so aufgebaut und genau, so haben wir es dann auch letztendlich umgesetzt. Beim vorigen Video, was wir gemacht haben bei Vogue, war es so, dass wir eher probiert haben, so einen gewissen Vibe einzufangen, sage ich mal. Jetzt haben wir die Kamera einfach mitgenommen, haben gefilmt, was wir da machen, sind spontan nach Straßburg gefahren, haben da ein bisschen gefilmt. Genau. Und bei diesem Projekt war es so, dass wir uns von Anfang an das Ziel gesetzt haben, bei jeder Szene genau zu wissen, was wir wollen, weil uns das bei dem letzten Projekt eben ein bisschen gefehlt hat. Es haben beide Videoarten haben so ihre Existenzberechtigung, aber wir kommen da beide so ein bisschen aus dem filmischen Background, sag ich mal. Und unsere Inspirationen sind auch immer so Filme. Der filminteressierte und auch aufmerksame Zuschauer wird bestimmt die ein oder andere Filmreferenz mitgekriegt haben. Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wir nennen sie die La Haine-Szene, weil sie ist eigentlich kopiert von dem Film La Haine. Der kam irgendwann in den 90ern raus und dieser Shot ist irgendwie ganz beeindruckend und auch sehr ikonisch, wenn man den Film gesehen hat.
Die Szene, wir wussten, wir wollten sie genauso machen wie in La Haine, aber wir wussten bis zum Drehtag eigentlich gar nicht, wo wir die genau drehen. Und haben dann irgendwie gedacht, wir finden schon was, weil wir brauchen nur einen großen Platz mit einem Auto. Und dann haben wir im Studio gedreht und wollten es auf dem Vorplatz von dem Studio-Gebäude filmen. Aber dann ist Tobias mal um die Ecke gelaufen und hat ein schattiges Plätzchen entdeckt. Schattig ist wichtig. Ja, genau. Denn die Szene wurde zur schlimmsten Uhrzeit gedreht, wo man eigentlich eine Szene drehen kann, und zwar 12 Uhr mittags oder so. Die Sonne steht so, wie sie steht eben. Das war noch im September, also sie war noch relativ hoch. Wir wollten die Szene natürlich so aussehen lassen, als wäre es später Nachmittag oder eben früher Abend. Und deswegen war eigentlich der Schatten unausweichlich, sage ich jetzt mal. Wir haben dann auch im Nachhinein, nachdem wir die Szene gefilmt haben, dadurch, dass wir im Schatten gefilmt haben, sieht man nicht, dass die Sonne komplett prall auf uns scheint. Oder scheinen würde, wenn wir nicht im Schatten wären, und dadurch konnten wir ein bisschen tricksen im Nachhinein und haben dann hier zum Beispiel die Spiegelung im Fenster ein bisschen rötlicher gemacht. Alles in allem kann man sagen, die Szene ist eigentlich nur kopiert, aber ich hoffe, sie ist immerhin gut kopiert. La Haine war aber nicht die ich weiß nicht, vielleicht sagen wir ganz La Haine falsch. Ich glaube, es ist La Haine. Ja, safe ist es. Ja, es tut uns leid. Aber auf jeden Fall, das war nicht die einzige Filminspiration. Wir hatten auch eine von einem Scorsese-Film, ein Gangster-Drama. Das war die letzte Szene, die wir am ersten Drehtag gefilmt haben. Man muss auch dazu sagen, der erste Drehtag war sehr anstrengend. Als wir die Szene dann gedreht haben, war es schon gegen Mitternacht. Und dementsprechend waren wir ein bisschen fertig. Also ich kann so eine kleine Geschichte erzählen zu der Entstehung des Shots. Und zwar haben wir die neben dem Haus von Tobis Oma gedreht. Grüße gehen raus an meine Oma. Die Stromquelle, die wir hatten, gehörte natürlich auch Tobis Oma. Dann haben wir da ein Kabel verlegt und alle Lichter angeschlossen. Ja, wir haben dann auch den Shot eingerichtet, haben den dann auch gedreht. Den ersten Take, wie man es eben so macht. Und nach dem ersten Take fallen einem noch Kleinigkeiten auf, die man gerne ändern würde. Und ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe dann halt irgendwie ein Kabel verlegt oder eine Lampe umgestellt oder wie auch immer. Ja, und plötzlich macht es zack und die Sicherung war draußen und es war halt 12 Uhr nachts. Und um 12 Uhr nachts schläft halt Tobis Oma, das heißt, wir konnten nicht einfach klingeln und fragen, ob wir die Sicherung wieder reinmachen können. Das heißt, wir haben uns den Take ein paar Mal noch angeschaut, bis wir uns gesagt haben, er war gut genug. Ja. Und dann haben wir abgebaut und sind heimgefahren. Kommen wir also zur letzten Szene, die wir jetzt euch vorstellen werden. Und das sind eigentlich mehrere Szenen, die Autofahr-Szenen. Die haben wir alle in einem Schwung quasi gedreht. Und ja, da haben wir natürlich ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Ich habe als Inspiration für die Szene, glaube ich, einen Screenshot aus Clockwork Orange genommen. Da fahren die auch so mit dem Auto nachts durch die Gegend. Und im Hintergrund ist ganz klar eine Projektion, das sieht man. Und Tobi hat sich dann auch was überlegt, wie man das machen kann. Ja, und zwar habe ich zufälligerweise erst ein paar Wochen später im Filmmuseum in Düsseldorf rausgefunden, wie man das Ganze nennt. Und zwar ist das die Rückprojektion. Da wird einfach eine transparente Schicht, eine halbtransparente Schicht, wie zum Beispiel ein Vorhang. In unserem Fall war es wirklich der Vorhang vom Schlafzimmer meiner Eltern. Und den haben wir hinter die Kamera aufgehängt und hinter diesem Vorhang haben wir einfach einen ganz normalen Beamer dran gestrahlt, der dann eben das Bild an die Leinwand projiziert hatte. Und dadurch, dass eben ein Vorhang sehr diffus ist, scheint es natürlich dadurch. In echt sah das Ganze wenig spektakulär aus. Ich weiß, du hast den ausgepackt. Und ich habe mir so gedacht, Tobi, was hast du dir überlegt? Da war sonst halt einfach, für mich sah es aus wie so ein kaputter Vorhang. Und dann haben wir den mit so 2 Mikrofonständern irgendwie auf so 2 Kisten aufgehängt. Ja. Mehr schlecht als recht. Aber dann haben wir durch die Kamera geschaut und das sah gut aus. Ja, in Filmkreisen nennt man das auch den Poor Man's Process. Wenn man das Budget hätte, würde man natürlich einfach ein Auto riggen
Im Idealfall ist dieses Auto dann noch auf einem Anhänger, wird von einem anderen Auto gezogen und man hat eben die echte Straße im Hintergrund. Und so behilft man sich eben mit den Lichtern, mit dem Hintergrund und kann das Ganze ganz sicher im Stehen über die Bühne bringen. Und ja, vielleicht ist der Poor-Man's Process auch ein bisschen sinnbildlich für Ettenfahrt. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was. Wir hoffen, ihr habt was gelernt über und wurdet auch gut unterhalten. Schlussstrich. Und wir verabschieden uns jetzt und sagen Schönen Sonntag. Mit den Goons, ziehe keinen Schlussstrich, ja mir geht es gut, denn ich muss nichts, traurig bist nur du, zieh mir hier den Schlussstrich.